Minus 4.000 Euro fast, ja. 72.300 Euro Boxster, 60 Jahre Version. Ja, und hier ist ein absoluter Spezialist für das Thema Knaus. Stell dich mal vor, bitte. Ja, ich bin der Leo Riedel. Grüß dich, Sven. Willkommen in Bissendorf. Ja, 15. September, die Sonne scheint. Wir haben Spätsommer. Am 21. kommt der Herbst. Ist das ein Thema für euch, Herbst? Ja, klar. Wir haben in der nächsten Woche unsere Herbstmesse zum Abschluss der Saison. Da sind alle herzlich eingeladen. Der ist recht voll ausgestattet. Unter anderem hat er ein Aufstelldach. Das ist eine ganz tolle Geschichte, wenn du unterwegs bist. Willst viel Platz haben, kannst unten alles lassen, du kannst unten sogar eine Lounge lassen und schläfst oben. Das ist das, was viele auch machen, ja. Die lümmeln unten ein bisschen rum oder haben unten die E-Bikes drin. Das ist auch ein mega Thema. Das heißt, du kannst das ganze Bett unten zu Hause lassen, kannst teure Fahrräder, Motorräder, alles einladen. Das können wir uns gleich angucken, kannst oben schlafen. Das können wir, genau. Und man hat noch ein schönes Panorama, weil man das Aufstelldach komplett öffnen kann. So, wir schauen uns das mal an. Das Ganze gibt es natürlich wesentlich günstiger, wenn man auf das Dach verzichtet. Wo geht's denn los bei dem Fahrzeug? Also wenn man das Dach weglässt, dann spart man ca. 5.000 Euro, sind das dann weniger. Dafür würde ich es nehmen. Klar, jetzt sagen Leute, gut, ich habe keine 5.000 Euro. Hat es Nachteile? Das Auto ist ein Ticken höher? Ein klein wenig ist er höher, 22 cm im Ganzen. Das sind 2,80 Meter Höhe statt 2,58 Meter. Später im Wiederverkauf, Autos sind sehr gesucht mit Aufstelldach. Ja, die sind super selten, die sind rar, die Fahrzeuge, und dementsprechend dann auch begehrt. So, mach mal bitte auf das Aufstelldach, dann gucken wir uns das mal an. Das ganze Auto wird sich nämlich verändern, gerade dann, wenn man unterwegs ist. Viele haben ja nur noch ein einziges Auto. Das heißt also, gerade Rentner oder Familien, die sagen sich, ich fahre mit dem auch normal unterwegs, bei 6 Metern geht das. Und du siehst sogar, du hast sogar noch ein Heki im Aufstelldach drin. Das ist auch eine Besonderheit. So, dann gehst du hoch, drückst das Ganze hoch. So, jetzt ist es ein bisschen kühler schon. Leo, drück mal nach. Da sind Gasdruckfedern drin und dann öffnet sich das Dach, das man übrigens auch mit einem Wintervorhang versehen kann. Ihr könnt also dann eine Spezialdämmung mit drauf machen und dann könnt ihr sogar im Winter komplett drin übernachten. Wow. Ja, netter Nebeneffekt, Leo. Der nette Nebeneffekt ist, dass das Dach noch stärker gedämmt ist und das Fahrzeug in sich beim Fahren noch leiser wird. Das haben mir Leute erzählt. Richtig, genau. Und das ist ein LFI, das heißt, es ist auch hagelrobust. Da schlägt auch nicht der Hagel durch. Das ist ein richtig großes Wohnmobil. Es ist aber natürlich ein Kompromiss für Leute, die sagen, ich will sehr kompakt unterwegs sein. Das Ding fährt sich fast wie ein PKW, oder? Genau, mit 6 Meter Alltagstauglichkeit ist damit gewährleistet. Und bietet wirklich Platz für 4 Personen. Die Dinger sehen ja von außen alle gleich aus, von allen Herstellern, weil die Kastenform natürlich immer gleich ist. Aber die Details, hier hat man einen super Sparraumbau, das können wir uns gleich mal angucken. Knaus hat das enorm weiterentwickelt, die Verarbeitungsqualität, auch das Thema Wackeln, wenn du mal ganz fest an einem Küchenblock mal wackelst, ja vielleicht mit beiden Händen, das ist wirklich fest. Ist wirklich fest. Komplett bombenfest. Da knarzt nichts mehr, Nein. Knirschen ist sogar ein Reklamationsgrund mittlerweile, habe ich gehört. Ja, und das Einzige, was ja klappern soll, ist das Geschirr denn. Bitte sei mal so lieb, dreh mal gerade die Sitze, dass wir das mal sehen, wie einfach das geht. Jetzt kommen wir an, wollen mal hier ein Käffchen trinken. Dann klappt das Ganze, ohne dass man das Lenkrad noch groß verändern muss. Und du darfst dich mal reinsetzen und den Sitz mal gerade verändern, dass er etwas breiter wird. Denn du kannst einmal nämlich die Sitzauflage kannst du verlängern. Das ist für Beinriesen natürlich ein Megathema. Und was du gerade gemacht hast, ist ganz interessant. Du hast die Sitzbreite um etwa 15% verbreitert. Genau, richtig. So kann ich 2 Kindersitze transportieren mit oder 2 Erwachsene können nebeneinander sitzen. So, das Stoffmuster ist recht automotiv, wird nochmal wiederholt an der Wand. Ist das auch neu? Das ist richtig. Das wird hier nochmal wiederholt und ist ein Active Rock Sonderpolster, was präforiert ist, abriebfester und nicht so schmutzempfindlich ist. Ja, und oben das Dach ist natürlich mega. Der Schlafkomfort, du hast es selbst mal ausprobiert, die Dächer werden immer besser. Ist das vergleichbar mit unten? Schöner, luftiger, angenehmer und durch die Öffnung hat man einen schönen View auf den See oder wo man auf der Gebirgskette, wo man gerade ist. Zeig mal bitte die Öffnung. Also ich kann hier oben aufmachen, habe auch Gase mit drin, das heißt man kann komplett einmal querlüften. Du hast auch gerade mal das
Sitzelement nochmal zurückgeschoben. Da ist eine kleine Leiter mit dabei. Oh, es langt eigentlich, wenn du hier dran ziehst. Guck mal, Leo, hier nur an den, dass wir das mal andeuten. Denn das Ganze hat ein Panoramadach mit drin. Man kann es komplett öffnen. Und kann es anheben und kann komplett rausgucken. Ich habe aber auch Fliegenschutz, also man kann beides verwenden. Das ist mit geklettet. Du hast Licht mit drin, du hast oben eine komplette Beleuchtungseinheit. Die geht rundrum. Und das ganze Dach ist elektrifiziert. Das ist auch nochmal eine Besonderheit. Man kann sogar die Farbe wählen, je nachdem Genau, in welchem Gewerbe. In welchem Gewerbe, genau. War ein Scherz. Aber es gibt ja auch es gibt Farben, die die Stechmücken und Fliegen nicht so anziehen. Also es Du gibt hast dann hier den Pult. ja. Und da kannst du es dann halt mit einstellen. Ne? Das Blau machen, grün oder halt Wechselfarben. Also bitte mal googeln, es gibt Farben, die Fliegen und Mücken nicht so gut sehen können, dann kommen die nicht so sehr. Und das kann dann eingestellt werden. USB ist oben auch drin? Ja, USB habe ich hier vorne und auch eine Lüftung. Das heißt, die Heizluft ist auch nach oben verlegt worden. Echt? Ja, Ab Werk. ab Werk. Das ist aber geil. Das ist serienmäßig. Ich habe eben anmoderiert, es gibt eine Thermo-Erweiterung für oben drauf. Die kann man sich entweder schneidern lassen oder man kann sie, ich glaube sogar direkt ab Werk mittlerweile, oder? Ab Werk noch nicht, sind sie noch dabei, aber vom Zubehör bekommt man das schon. Also mach mal außen rum und dann ist das Ganze wirklich kein Thema mehr, weil die Heizung, die packt das locker. Die hat 6 kW oder was hat die? 6 kW, serienmäßig ist 4, aber man kann die optional auf 6 kW bekommen. Bitte, wenn du mal gerade so nett bist, das Bett mal ein bisschen anhebst hier, so ein kleines bisschen, dass ich mal drunter filmen kann. Da sieht man nämlich sehr schön, dass alle Bettelemente integriert sind in der Matratze. Genau. Und Ja. ich habe auch einen Rausfallschutz für die kleinen Kids. So, also das ist das Bett, Riesenplatz, mehr Platz als unten, wobei unten auch schon gar nicht schlecht ist. Genau. Wie groß bist du denn? Ich bin 1,85. 1,85. Hast hier noch Stehhöhe drüber. Genau. Und wenn du mal gerade nach hinten durchgehst, da sieht man, das ist dieses Raumbadkonzept beim 6 Meter. Genau. Beim 6 Meter habe ich dann halt den Vorteil, dass der Durchgang breiter ist und ich auch wirklich adäquat duschen kann ohne lästigen Vorhang. Genau, wenn du mal gerade alles an Licht mal aktivierst, was du hast. Weil das neue Bussystem macht es besonders einfach. Ach, das Licht hat die gleiche Farbe wie. Auch der Baldachin ist beleuchtet, genau, auch im Wechsellicht. Wie süß. Ich weiß nicht, ob du noch mit hier reinkommen kannst. Sven. Warte, ich filme mal gerade hier so ein bisschen durch, da kann man es sehen. Dann eröffnet sich nämlich, wenn ich auf Toilette gehe, die komplette Toilette und ich habe ein Raumbad. Richtig. Was ich viel cooler finde, ist eigentlich, warte mal, ich zeig's mal gerade, dass man das sieht. Also da ist die Toilette, eine vollwertige Toilette mit drin. Genau, und ich kann das Waschbecken erweitern. Was machen? Ah, du kannst aus einem kleinen Waschbecken ein großes machen. Richtig, dann kann ich eben eine Katzenwäsche machen. Cool. Und wenn es hochklappst, hast du ein kleines Waschbecken. Ja, richtig. Dann kann ich das wieder verschwinden lassen. Warte mal gerade, wenn du gerade den Arm mal wegnimmst, dann filme ich mal rein. Das ist ein bisschen gedacht ist es für eine Person. Man kann auch noch ein Kind mitnehmen. Das geht auch, wenn man mit 2 Personen hier drin ist. Das geht noch. Jetzt, so, und jetzt kommt eine Besonderheit. Du musst nämlich bei dem Auto, wenn du hinten schläfst, gar nicht verdunkeln. Wenn du mir das gerade mal zeigst. Du gehst rein Ich gehe rein. und schiebst einfach nur die Schiebetür zu. Genau. Ich kann hier jetzt das Element wegschieben. So, und dann kann man schon nicht mehr nach hinten durchgucken. Und jetzt kann ich schlafen gehen. Muss vorne die Verdunklungssysteme nicht zumachen. Das hat riesen Vorteile. Wenn ich mal eben so in der Stadt stehe, sieht so ein bisschen aus, als ob ein Anwohner den abgestellt hat. Gut, bitte aufs Kennzeichen achten. Das ist je nachdem, wo man steht. Genau. Wenn ich natürlich Hamburger Kennzeichen in Düsseldorf habe, dann fällt das eher auf. Ja. Genau. Der Nebeneffekt durch das Raumbad ist, dass ich noch einen vollwertigen Schrank dazu bekomme. Auf 6 Meter. Auf 6 Meter. Es sind die Details. Also oftmals ist es so, dass die Leute dann, weißt du, mit der Nase rümpfen und sagen, was? 70.000 € für so ein Auto? Das Raumkonzept hier ist so ausgekügelt, dass jeder Millimeter genutzt ist hier in dem Auto, oder? Das ist richtig. Vergleichbare andere Fahrzeuge ohne feste Toilette und Dusche sind deutlich teurer als dieses Fahrzeug. Ja. Und Beste ist natürlich der Kühlschrank. Wie weit kann man den denn öffnen? Den kann ich ganz weit öffnen, ziemlich weit. So, bis dahin. 90 Liter Fassungsvermögen mit einem separaten Gefrierfach. AES oder Kompressor? Das ist ein Kompressorkühlschrank. Kompressorkühlschrank. Das heißt, auch bei 40 Grad Außentemperatur habe ich immer Kühles zu trinken. So, wir tauschen mal gerade die Plätze, dann filme ich mal gerade rein, dass wir das Bett sehen. Bettmaße ungefähr? Bettmaß 1,50 mal 1,94. So. Wirklich durchgehendes Lattenrost, können wir uns gleich nochmal von hinten angucken.
leichtes Aluminiumgestell, also auch hier von der Zuladung genügend da auch für 4 Personen. Knapp 500 Kilo Zuladung. 500 Kilo Zuladung im Auto. Und trotzdem muss man dann ein bisschen aufpassen, weil auch die 500 Kilo habe ich schnell weg, wenn ich nicht aufpasse. Aber 500 Kilo ist ja schon was. Das heißt, wenn jetzt 3 Personen einsteigen, habe ich rund 300 Kilo noch übrig. Genau, Ja. richtig. So, dann der Küchenblock. Auch der ist neu gestaltet worden mit indirektem Licht. Alles geht ineinander über. Man hat gar nicht mehr so das Gefühl, ich bin im Kastenwagen. Und ganz dezent, das siehst du, ist der hier so ein bisschen abgeflacht. Genau, damit man einen schönen breiten Durchgang hat. Der ist wirklich breit. Der ist jetzt ein Ticken kleiner, weil wir natürlich jetzt die Sitzgruppe reingefahren haben. Aber du hast viel Platz da unten drunter, die Schublade. Was hat die für eine Funktion? Die Schublade hat keine Funktion. Hier ist Heizung? die Bedienung für die Absperrhähne von der Heizung und vom Kocher. Und die Heizung selber sitzt dann auch unter der Sitzbank. Und hier wäre dann noch Platz für den Wasserfilter, der serienmäßig dabei ist. So, Dusche nochmal zum Konzept. Du hast jetzt ein durchgehendes Raumkonzept, in dem die Dusche als Durchgang benutzt wird. Wenn du duschst, machst du beide Teile zu und kannst hier in der Mitte duschen. Genau. Dann nehme ich die Platte raus, da habe ich 3 Abläufe, sodass auch gesichert ist, dass das Wasser wegkommt, was sich dort ansammelt. Und kann da gescheit duschen. Ich brauche das dann nur noch trocken wischen, habe da auch keine Rillen dazwischen, somit auch keine Feuchtigkeit. Leo, bitte sei mal so lieb, mach mal eine Schublade auf, denn dass der Kühlschrank nämlich weiter hinten ist, hat riesen Vorteile. Du weißt, wenn der Kühlschrank vorne ist, hast du diese Schubladen nicht. Genau, die sind dann im Prinzip um 50% reduziert. Hier habe ich die 50, überleg mal. 50%, ja. Und hier habe ich deutlich breite und schöne mit Softgloss. Ja, das Coole ist natürlich dieser Raumtrenner. Das ist so wertvoll, dass du einfach nur hier vorne zuziehst, musst vorne nicht zumachen und kannst einfach stehen bleiben. Oder bist du irgendwo auf der Raststätte, machst mal eine kurze Pause, legst dich mal kurz hin, da brauchst du nicht alles zumachen. Wie sieht das denn aus auf der Raststätte, wenn du alles weiß verdunkelst von innen? Ja, schon komisch. Ja, das ist schon spooky, ja. So, oben hast du die Truma Steuerung mit drin. Elektro geht auch eigentlich auf Wunsch? Ja, klar. Geht auch. Das geht auch, klar. So, dann hast du jede Menge Möglichkeiten zu kochen. Du kannst unter anderem... 2 Flammenkocher mit Piezo-Zündung. Und das Waschbecken, bitte auch mal schauen. Was auffällt ist, das ist zwar immer noch Camping, keine Frage, aber so vom Feeling her ist der Wasserhahn, der sieht schon aus wie zu Hause. Das ist richtig. Das ist sehr wohnlich gemacht. So, wir gehen mal nach hinten, schauen uns das an, aber zuvor zeige ich euch noch mal einen kurzen Blick auf das große Fenster, das auch verdunkelt ist. Was auch ein Highlight ist bei der Ausstattung, ist der Easy Space Ausbau. So ist das Ablagefach verschwunden. Man stößt sich da nicht den Kopf, hat ein schönes, angenehmes Raumgefühl, ein schönes Ambiente und die Schränke werden dann weitergeführt als Stauraum. Okay, das ist so ein bisschen wie beim Morelo, wenn du den Entfall-Hubbett hast. Ja. Du hast mehr Stauraum oben und hier vorne siehst du, ihr habt den voll ausgestattet, ein großes Pioneer-System mit Head-Up-Display, das automatisch alle wichtigen Daten einspiegelt. Genau. Das Navi, wir sind ja unter 3,5 Tonnen hier. Wir sind unter 3,5 Tonnen, genau. So, deswegen gilt auch alles, was fürs Navi ist. Kann ich die Höhe eingeben im Navi? Nein, das kann man da jetzt nicht. Muss man aufpassen. Wie hoch bin ich denn hier? 2,80 Meter. 2,80 Meter. Also passt auf, wenn ihr fahrt. Das Konzept bei euch ist, ihr habt viele von den Fahrzeugen da. Fast jedes Auto ist ein bisschen anders ausgestattet. Genau. Wir haben die mal ein bisschen zusammengewürfelt. Verschiedene Ausstattungen, verschiedene Varianten. Farblich auch anders mit Campo Volo Grau. Mit Aufstelldach, ohne Aufstelldach. Mit Easy Space Ausbau, ohne Easy Space Ausbau. Festbad, Raumbad. Da haben wir für jeden was dabei. Ja, tolles Konzept. Gut, der Preis ist natürlich schon eine Menge, aber du sagst so, die nächsten 10, 15 Jahre sollte er halten, oder? Genau, die Wertstabilität ist einfach bei den Kastenwagen gegeben. So, bitte mal schließen, Fliegengitter. Einmal kurz mal schauen, das ist mittlerweile auch perfektioniert worden. Genau, ist leichtgängig. Das Zubehör vom Fiat Ducato passt komplett. Das heißt, hinten, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Zelt haben möchte, ein Heckzelt, die Tür ist genau die gleiche. Ist alles vom Konzept, vom Chassis baugleich mit dem Fiat Ducato. So, die guten Seitsfenster diesmal abgerundet. Genau. Dometic. Serienmäßig dabei. Und halt mit der neuen Produktgrafik, gerade beim 60 Years Sondermodell, sieht das nochmal sportlicher aus. So, eine schwarze Markise, Thule Omnistore. Es sind so die Kleinigkeiten. Genau. Das Wasservolumen, was hat er? 100 Liter Frischwasser, 90 Liter Abwasser. Toilettenkassette ca. 15 Liter Fassungsvermögen.
Der Boiler, was hat der? 6 Liter. 6 Liter, also 106 Liter, wenn der Boiler voll ist. Ja, richtig. Irgendwann ist der ja mal voll. Und mach mal auf hinten. Auch hinten sind 2 Seitsfenster drin. Zentral verriegelt alles? Ja, geht alles über die Zentralverriegelung. Ich kann auch nur den hinteren Bereich entriegeln, sodass der vordere Fahrerhausbereich zubleibt. Wir haben die Bordelektronik, sprich die Aufbaubatterien, hinten links sitzen. Schön zugänglich durch die Klappe. Die kann man ja heutzutage einfach tauschen, habe ich gehört. Also man dippt irgendwie das Ladegerät um, kann dann irgendwann mal einen stärkeren Booster kaufen, könnte da Lithium nachrüsten, oder? Ja, Lithium ist gar kein Thema, bieten wir auch an. Egal in welcher Größe, das Fach gibt es her. Ein Wechselrichter, wenn jemand das haben möchte, ebenfalls. Also Platz ist da bei dem Kastenwagen. Viele kaufen sich ja auch so kompakte Stations mit 230 Volt, die man einfach mal reinstellt, auch zu Hause verwenden kann. Wenn man nicht so oft unterwegs ist, ist das auch eine gute Lösung. Ja, ist jetzt auch ein Trend, der sich jetzt immer mehr und mehr verbreitet, ja. Aber wenn man länger unterwegs ist, kann ich euch nur raten, kauft euch einen Festeinbau. Das ist sehr befriedigend, wenn man irgendwo steht, hat vielleicht ein großes Lithiumpaket. Kann ich denn auf das Dach auch Solar machen? Nein, Solar geht nicht. Wir können aber was anbieten mit einer Solartasche. Wir können dann Schnellkopplungssysteme am Batteriefach anklemmen mit einem Solarregler, sodass ich dann die Solartasche neben dem Fahrzeug einfach platzieren kann. So, das Ganze. Ich sag mal so, da sehe ich noch ein bisschen Platz und ich kenne ja auch Anbieter, die bieten maßgeschneiderte Solarzellen. Vielleicht kriegt man irgendwo noch 100 Watt unter, oder? Mit etwas Glück. Mit etwas Glück, ja, wenn es die Anbieter gibt, ja. Aber man kriegt theoretisch eine Klimaanlage sonst drauf. Das wird funktionieren. Eine Klima würde gehen. Das geht, ja. Oh, habe ich übrigens gezeigt, von Teleco unter anderem. Van heißen die Klimaanlagen, sind so klein, Genau, dass man die kompakt sein, genau. Die müssen sehr kompakt sein, aber das, was ihr anbietet, habt eine riesen Werkstatt, könnt die ganzen Sachen nachrüsten. Genau. Wenn der Kunde sagt, hätte ich gerne, dann ist das Originalqualität, so als hätte Knaus das direkt geliefert. Das ist richtig, das machen wir. So, da ist nämlich jetzt das variable Staufach. Zeig mal bitte, wie das geht. Wenn ich jetzt E-Bikes mitnehme, was muss ich tun? Die Leiter weg. Die Leiter muss natürlich zur Seite. Das falte ich auch ebenfalls weg. Kurze Frage, ist die Leiter immer so lang oder kann man die einklappen? Bei dem ist sie immer so lang und ansonsten gibt es hier auch eine Einklappfunktion. So, und dann hast du die 2 Roste. Genau, die sind super leicht. Die wiegen gar nichts, oder? Die wiegen gar nichts. Genau, wenn du mal gerade mit einem Finger mal zeigst, das ist, mit dem kleinen Finger kann man die hochheben. Kein doppelter Boden. Also das geht super easy. Die könnte man jetzt rechts hier zum Beispiel verstauen. Genau, die kann ich dann seitlich verstauen oder obendrauf muss man die irgendwie fixieren auf jeden Fall. Und dann könnte ich das als Stauraum nutzen, beziehungsweise ich kann das auch zu Hause lassen, wenn ich grundsätzlich dann oben schlafe. Das Konzept bietet es ja einfach an. Ne? Also ich habe ja ein E-Motorrad, eine Soron, 60 Kilo. Die würde genau hinten reinpassen. Die Zoösen sind schon drin. Ja. Viele wollen aber auch die teuren Rennräder oder Gravel-Bikes oder E-Bikes. Ja, auch gerade die Carbonräder, ne, die dann sehr teuer, hochwertig sind. Die machst du nicht hinten drauf. Genau. So, die könntest du dauerhaft hier stehen lassen. Oder, was natürlich toll ist, du hast 2, 3 große Hunde, die du mitnehmen möchtest mit 2 riesen Boxen. Die kannst du mitnehmen, kannst oben pennen, kannst aktiv sein. Also all das ist möglich. Dann könnt ihr das Fahrzeug auflasten. Was geht denn relativ easy, wenn ich sage, ich brauche mal 300 Kilo mehr? Geht das? Das geht grundsätzlich, ja. Da müssen wir die Rad-Reifen-Kombination prüfen und in der Verbindung mit einer Luftfederung können wir das auf 3,850 dann anpassen. 3,850. So, dann könnte ich nämlich hinten eine Rahmenverlängerung drauf machen, das Motorrad sogar noch draufstellen, ein kleines, so mit 150 Kilo. Moped würde gehen, oder? Ja, 150 ist schon grenzwertig, also 90 bis 100 Kilo, weil man noch das Geschirr rechnen muss. Also 120 Kilo darf ich insgesamt belasten. Sehr schön. Also, 6-Meter-Konzept. Das Ganze bitte beraten lassen. Ihr habt verschiedene Konzepte. Ihr habt auch das Ganze auf 5,40 Meter, muss man auch sagen. Aber preislich ist das kaum ein Unterschied, 45 und 6 Meter. Das sind nur wenige tausend Euro. Das ist richtig. Das sind, wenn es hochkommt, 3.000 Euro. 3.000 Euro. Trotzdem greifen viele zum 540er. Der 6 Meter ist der handlich zu fahren? Der ist trotzdem handlich zum Fahren. Also der ist halt ein Raumwunder. Der hat doch bedeutend mehr durch diese 60 Zentimeter Wohn- und Schlafraum. Fragen die Leute nach Nachlässen mittlerweile? Ist das schon mal, die kommen rein und sagen, was ist denn so drin? Ja, klar, natürlich. Was ist deine Antwort? Müssen wir mal individuell schauen, was der Kunde noch wünscht an Zubehör. Ne? Es gibt ja auch Naturalrabatt. Man kann ja
Zum Beispiel Lithium, wenn er mal fragt, was kann man da was machen. Genau, Ja. richtig. Dann gibt es immer ein Gesamtpaket. Gebrauchtwagen, werde ich dann vom Hof gejagt, wenn ich einen habe? Oder? Nee, die nehmen wir natürlich auch in Zahlung, die bewerten wir und geben dann auch einen fairen Preis. Schön. Wir sind in Bissendorf. Das Ganze ist unweit von Osnabrück. Ich filme bei schönstem Wetter, hätte ja auch anders kommen können. Ab Montag soll es ja richtig schütten. Haben wir extra bestellt. Aber ist das nicht ein Hammer, so ein Spätsommer? Ja, das ist Wahnsinn. War das wirklich so schlecht, das Wetter in Deutschland, hier über Sommer? Ja, ich denke mal, im Juli hat es überall geschüttet. Ne? Da war ich in Kanada. Nee, ich habe das nur gehört. Ich kam zurück und wir hatten schönstes Wetter. Ja. Also bei 23 bis 25 Grad, nicht zu heiß, nicht Ja, zu kalt. schön, ja. Aber das merkst du schon, wenn das Wetter schlecht wird, für euch ist das dann gedämpft, oder? Ist die Stimmung mies, ja. Da hat keiner richtig Lust oder den Gedanken an Camping, ja. Ja, schaut euch bitte auch diese Fahrzeuge an. Haben wir auch gefilmt in extra Videos. Vansation, anderes Konzept. Länge ist auch 6 Meter, nehme ich an bei dem. Richtig, 5,99, da kommen wir gleich noch drauf. So, da gibt es nämlich ein eigenes Konzept, ist von Volkswagen auch nicht schlecht, aber viele wollen genau so einen Kastenwagen haben, weil der Nachbar hat auch einen, da kann man nicht viel falsch machen und auch die Motorisierung, was ist hier drin in dem? Hier habe ich einen 2,2 Liter 165 PS Peugeot Motor. Der geht. Der geht sehr gut, ja. So, der hat so viel Drehmoment, das ist nämlich das, was viele Leute sagen, brauche ich die Automatik. Auf der Autobahn brauche ich sie gar nicht, weil der einfach von unten raus im, ich sag mal, 6. Gang kannst du da wirklich von, ich sag mal, 70 bis 140 einfach nur Gas geben, oder? Ja, der lässt sich sehr schaltfaul fahren. So, da sind wir. Felge und Wels heißt das Ganze. Und mich hast du überzeugt, jetzt fehlen nur noch die 70.000 Euro. Tschüss.